Jetzt bin ich hier im Niemandsland zwischen Montenegro und Albanien, trinke einen Kaffee und schaue den LKWs bei der Zollkontrolle zu. Ich bin in Albanien! Geil! Ich war ja schon mal hier und fand das Land total super. Jetzt geht's nach Shkodra. Da habe ich ein Warm Showers Haus gefunden. Chuck und Susan, Amerikaner. Die waren auch schon ganz viel in der Welt unterwegs. Das sind jetzt 35 Kilometer in etwa. Ich habe einen ganzen Nachmittag Zeit. Total geil. Und eben habe ich noch mit ein paar Deutschen gequatscht, die mit dem Motorrad unterwegs sind. Der eine, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten habe, total cool. Der hat erstmal Augen gemacht, als ich gesagt habe, dass ich normalerweise Finanzbeamter bin. Ich sage, oh, meine Frau ist auch Finanzbeamte. Die würde Augen machen. Als hätte man noch nie einen Finanzbeamten auf dem Fahrrad gesehen. Ah, ist das cool. Ah, ich freue mich. Richtig geil, ey. Albanien, das wird eine schöne Zeit. Guten Morgen aus Albanien. Ich habe die letzten 2 Nächte in Shkodra verbracht. Bei Chuck und Susan, ein amerikanisches Pärchen, ein bisschen älter. Die habe ich über Warm Showers gefunden. Das war richtig cool. Das war wie so ein Hostel. Ich war nicht der Einzige dort, da waren zwischendurch noch 5 andere. Junge Leute gingen rein und raus, alles Radreisende. Total cool. Ganz liebe Menschen. Also Chuck und Susan, wenn ihr das seht, habt nochmal vielen lieben Dank. Es war echt wunderbar. Ah, ist doch schön hier zu sein. Ich habe Albanien ja schon mal bereist. Vor 2 Jahren. Damals als Backpacker und bin ein bisschen rumgekommen. Und echt ein tolles Gefühl. Vor allem in Shkodra habe ich ein bisschen Zeit verbracht. Und es war echt toll, so die Orte nochmal wiederzusehen, die Berge wiederzusehen, die Burg. Und ich habe damals meine russische Bekanntschaft kennengelernt, die Tatjana, mit der ich mich sehr eng angefreundet habe. Da haben wir ein bisschen Zeit verbracht und war echt schön. Also ein tolles Gefühl, wieder hier zu sein. Und ein kleines bisschen wie nach Hause kommen. So, jetzt geht es aber erstmal ganz gemütlich Richtung Strand. Ich will jetzt endlich das Meer sehen. Mir da einen schönen Platz suchen, das Leben genießen. Das Wetter ist total bombastisch und richtig klasse. Und heute wird es auch eine entspannte Tour. Also schön flach, kaum Verkehr, Straße ist super. Es ist einfach toll. So,
Mein zweiter Abend hier auf dem Strand. An und für sich finde ich die Ecke total geil. Schade ist nur, dass der Strand so zugemüllt ist. Naja gut, in armen Ländern ist es nun mal so. Da kann man auch nichts machen. Gestern kam tatsächlich noch der Besitzer von dem geschlossenen Campingplatz vorbei. Und er war natürlich erstmal ein bisschen verwirrt, was ich denn da mache. Aber ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Versucht deswegen, weil er konnte nur Albanisch und Italienisch und ich nur Englisch und Deutsch. Naja gut, war trotzdem ganz angenehm. Ich brauchte das Zelt nicht aufbauen. Hatte Strom, Licht, Wasser, alles gut. So, jetzt werde ich mir gleich noch ein Lagerfeuer machen, nochmal ein paar Bratwürstchen grillen und den Abend genießen. Und das ist so schön, wenn man Zeit hat, keine Verpflichtung, keinen Druck irgendwie an Tag X an Ort Y sein zu müssen. Das ist echt super, wenn man sich einfach mal ein Plätzchen aussuchen kann. Ganz egal, wie viele Kilometer man am Tag gefahren ist, ob 5, ob 35 oder 55. Und man dann einfach mal ein bisschen die Zeit genießen kann. Also dieser Abend dann echt einen richtig coolen Abschluss. Ich hatte vorhin noch am Feuerholz gesucht, überall so den Nachmittag über. Und habe hier mein Feuer dann alles vorbereitet und so, dass ich mir das dann abends schön anzünden kann, ein paar Bratwürstchen grillen kann und so. Und dann kam ein Albaner mit seiner Familie vorbei, hat hier bei meinem Feuerplatz dann angehalten und die waren irgendwie ganz verwirrt, dass schon alles vorbereitet war. Naja gut, ich dann dahin und so, habe dann erst so aus Spaß gesagt, ja, ich habe hier schon mal Holz vorbereitet für die Leute, die hier ein Feuer machen wollen und so. Naja, kurz geschnackt auf Englisch und so, ich habe ihnen dann angeboten, weil die ein Feuer machen wollten, dass man das ja zusammen machen könnte. Und so kann man noch mal ein bisschen quatschen. Er sagte, nee, vielen Dank. Aus bestimmten Gründen wollen sie lieber privat bleiben. Na gut. So, die haben ihr Feuer gemacht, ich habe mein Feuer gemacht. Jetzt kam er eben noch vorbei und hat mir noch mal Fleisch und Brot, ein bisschen Paprika vorbeigebracht. Ich habe nichts, was ich ihm selber geben kann. Ey, total cool. Das finde ich stark. Jetzt habe ich mich den ganzen Weg hier raufgeschleppt. Diesen blöden Schotterweg. Auf diesen Berg. Und weil mein Navi gesagt hat, da ist eine Kirche. Dachte ich mir, geil. Ab zur Kirche, hast eine schöne Aussicht. Brauchst kein Zelt aufbauen und so weiter. Alles total super. Tada! Das ist die Kirche. So. Bleibe ich jetzt hier. Zumindest habe ich hier Schatten. Irgendwo da hinten war auch ein nettes ebenes Plätzchen. Funkmasten sind hier. Das heißt, ich werde zwar verstrahlt, aber ich habe wahrscheinlich den besten Empfang in der ganzen Gegend. Ja, mal gucken. Naja. Die Alternative wäre der Fluss gewesen. Ich zeige euch gleich mal, wie der Fluss aussieht. Der Fluss sieht nämlich so aus. Sonderlich viel Wasser führt er nicht.
So, Tagesziel erreicht. Es waren heute auch gute 50 Kilometer. Ein Ort, den ich jetzt besuche, den ich bei meiner letzten Albanien-Tour auslassen musste, ist das Kap Rudini. Das ist eine hügelige Landzunge, die so ein bisschen ins Meer reinragt. Und hier gibt es eine Kirche am Strand, aber da fährt ja gefühlt jeder hin. Und es gibt hier diese Bunkeranlagen und natürlich eine super geile Aussicht. So, und um meine Liste der außergewöhnlichen Schlafplätze so ein kleines bisschen zu komplettieren, habe ich mir gedacht, auch wenn es wahrscheinlich total verboten ist, werde ich in so einem Bunker schlafen. Da brauche ich auf jeden Fall das Zelt nicht aufbauen. Und ich denke mal, Hornissen gibt es hier auch nicht. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Naja, sieht jetzt vielleicht nicht sonderlich einladend aus, aber ist auf jeden Fall mal was anderes. Und im Bunker habe ich auch noch nicht geschlafen. So, dann werde ich da vorne meinen Platz einrichten. Das noch so ein bisschen sauber machen. Da liegen ein paar kleine Steinchen. Und dann werde ich den Abend genießen. Heute ist irgendwie ein ganz komischer Wind. Also es ist ziemlich viel Wind, der so aus Norden kommt. Und ich bin jetzt vom Kap runtergefahren, hier an den Strand. Und wollte eigentlich ein schönes, gemütliches Plätzchen finden. Allerdings ist das hier ziemlich verbaut. Die bauen hier Hotels ohne Ende, ist der Wahnsinn. In eine Ecke bin ich gar nicht hingekommen, weil das alles Hotelgelände war. Naja gut, bin ich so ein bisschen abseits gefahren. Hier sind überall geschlossene Restaurants. Und jetzt hatte ich erst überlegt, dass ich da vorne mein Lager aufschlage. Da hätte ich Strom gehabt und alles. Noch Licht und war niemand. Allerdings ist es ganz schön zügig gewesen. Dann dachte ich mir, gut, fährst du mal ein Restaurant weiter. Hier sind wenigstens Leute und es ist eine Familie, ganz nett. Und da habe ich jetzt einen Platz gefunden, der auch schön windgeschützt ist. Kann ich hier schön in Ruhe schlafen. Ich habe Internet und Steckdose. Ja gut, muss ich dann gucken. Aber die Sachen sind erstmal aufgeladen. Jetzt werde ich hier ganz gemütlich den Nachmittag verbringen. Tja, das wird heute meine ungewollte Zwangspause. Zumindest eine Pause, die ich mir zeitlich erlauben kann. Das regnet schon den ganzen Tag. Es gab zwischendurch mal 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, wo es mal nicht geregnet hat. Wo ich dachte, okay, kannst du losfahren. Pustekuchen. Das fing dann gleich wieder an. In unterschiedlicher Stärke. Naja, zumindest kann ich hier bleiben. Und die Leute, die sind auch ganz freundlich und ich habe auch was zu essen bestellt. Ne, was man halt so macht, wenn man schon kostenlos hier sein Lager aufschlagen darf. Naja gut, muss das Fahrrad halt mal stehen bleiben. Trotzdem schön gepackt. Mache ich hier so ein bisschen Internetkrams mit den Videos und so. Tja, es wird Herbst in Albanien. Ich habe schon den Wetterbericht geguckt, so für die nächsten Tage, wo ich so hinfahren will. Also es wird zwar wieder Sonne geben, ein paar Tage lang, aber jetzt wird es auch häufiger mal regnen. Ist halt so, ne? Tja, was auf dem Balkan leider ein großes Problem ist, sind die Straßenhunde. Und ich bin jetzt immer noch in dem Restaurant, wo ich glücklicherweise bleiben darf. Und das Wetter ist zwar ein bisschen besser geworden. Und ich habe einen neuen Freund gefunden. Ja, man sieht ja leider auch, was dem fehlt. Oh Mensch. Ganz alleine der Kleine hier. Bei dem Misswetter. Tja, nur leider werde ich heute irgendwann weiter müssen, ne? Ich bin ja mit Hunden aufgewachsen und habe auch echt ein Herz für Tiere. Aber es geht mir schon ein bisschen nahe. Kann man nichts machen. Traurig das auch ist.
Ach ja, eine Reise schreibt Geschichten. Ich bin von dem Restaurant, wo ich ja 2 Nächte verbracht habe, einmal durch Durrës gefahren und hatte dann am Strand einen geschlossenen Campingplatz gesehen. Ich dachte mir, ja, fährst du mal hin. Tor stand offen. Habe mich auch bemerkbar gemacht. Na gut, dann kam ein junger Bursch mit seinem Roller an. Dann bin ich zu ihm hin, habe gesagt, ja hier, ich bin mit dem Rad unterwegs, würde hier gerne Nacht schlafen, bin morgen wieder weg. Dann hat er seinen Chef angerufen und er sagte, ja, kostet 10 Euro. So, und dann waren Wolfgang und die Claudia mit ihrem Campervan dann da. Dann haben wir kurz geschnackt. Und dann wollten die auch zu einem anderen Campingplatz. Und ich habe halt gesagt, 10 Euro zahle ich nicht. War dann halt irgendwo in die Natur. Dann haben wir noch ein Glas Wein getrunken. Dann hatten sie mich eingeladen. Naja, dann hat sich der Wolfgang mit dem Camper festgefahren. Die hatten so einen großen. Naja gut, hin und her alles Mögliche probiert und so weiter und hat alles nicht funktioniert. Dann hat der Junge hier seine Kumpels angerufen mit dem Auto und dann haben wir den Camper doch noch rausbekommen. Naja, der Wolfgang, der hat mir dann die 10 Euro hier für einen Platz bezahlt. Ja, jetzt bleibe ich halt hier. Eigentlich ist es ja auch ganz nett hier. Guten Morgen. Oh, das war gestern noch ein richtig schöner Abend. Es war sternenklar. Die Aussicht auf Durrës mit den ganzen Lichtern von den Hotels war auch super. Und nachdem ich mein eigenes Essen fertig hatte, es gab Bratkartoffeln, Bratwürstchen, Zwiebeln und ein bisschen Ei dazu, kam Wolfgang noch vorbei und hat mich dann noch auf Nudeln eingeladen. Ganz einfach mit so ein bisschen Tomatensauce und Schafskäse. Dann haben wir zu dritt noch einen Wein getrunken, uns ganz nett unterhalten. Das war wirklich schön. Hat mich sehr gefreut. Also Wolfgang und Claudia, wenn ihr das seht, an dieser Stelle habt noch vielen lieben Dank. Das hat mir sehr gefallen. Es war wirklich schön. So, jetzt geht's weg von der Küste, landeinwärts Richtung Elbasan. Auch eine etwas größere Stadt hier in Albanien, die ich beim letzten Mal auslassen musste. Da will ich jetzt mal hinfahren. Und da gibt es ein Hostel, wo man ganz günstig ein Bett bekommen kann. Und das Wetter soll auch wieder schlechter werden. Also wird das, glaube ich, gar nicht so verkehrt sein, wenn ich mir dann tatsächlich mal ein Bett gönne. Und vor allem meine Sachen mal wieder vernünftig durchwasche. So, los geht's! So, ich bin jetzt in der Stadt Elbasan. Ist auch wieder eine größere Stadt hier in Albanien. Und ich habe mir ein Hostelzimmer genommen. Im günstigsten Hostel, was sich in Albanien finden ließ. 8 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Hat aber super Bewertungen und macht auch von der Anlage her einen schönen Eindruck. Alles sehr grün. Die Hühner laufen da rum. Gastgeberin aber auch sehr freundlich. Ja, das passt schon. Nur leider wollte sie für die Waschmaschine 4 Euro haben. Naja gut, man muss ja irgendwo sparen und dann muss es halt die Handwäsche sein. Naja, passt alles. Auf jeden Fall, der Tag ging heute super los, also wirklich super. Ich hatte ja gestern meine Tour ein bisschen abgekürzt und habe in diesem nicht fertigen Hotel geschlafen. War total klasse. Als ich da auf dem Dach geschlafen habe und so die Sterne über mir hatte,
Das war echt schön. Naja, dann war mittags, war da dann ein Albanier mit seinem Fahrrad vorbeigekommen. Der hatte mich kurz angesprochen. Und heute Morgen, ich hatte gerade meine Sachen alle runtergetragen und war gerade mit einem fertig. Dann kam er wieder an. Also vom Timing her perfekt. So, hat er mich auf ein Frühstück eingeladen. Dann sind wir einen Kilometer zum nächsten Restaurant gefahren. Und dann gab es erstmal warmen Reis. Gut, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich zum Frühstück esse. So, einen kleinen Kaffee dazu oder einen Espresso. Und dann hatten wir das Frühstück gerade fertig. Dann sind wir wieder einen Kilometer zum nächsten Restaurant gefahren. Dann hat er mir ein Bier ausgegeben. Morgens um 10. Jetzt nicht unbedingt das, was ich zum Frühstück trinke. Eigentlich trinke ich auf dieser Tour selten Alkohol. Also wirklich selten. Aber gut, einen geschenkten Gaue, ne? Guckt man nicht ins Maul. Naja, und dann gab es zum Frühstück noch Cevapcicis. Dann habe ich morgens um 10 halt noch 3 Cevapcicis gegessen. Ja, der war aber ganz nett. Unterhalten haben wir uns über Google-Übersetzer. Weil so viel Englisch konnte er nicht. Er hat auch einen Freund in Deutschland, auch in Sebastian. Und ja, das war ganz cool. Jetzt haben wir Facebook-Kontakte ausgetauscht. Das war echt ganz schön. Aber total cool. Naja, und dann bin ich nach Elbasan gefahren und habe auf dem Weg an so einem kleinen Gemüsestand von so einer alten Frau angehalten. Auch ganz putzig, wollte eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten haben und dann habe ich noch eingelegte Peperoni bekommen und 2 andere Früchte hat sie mir noch gegeben. Ja, total super. Aber ich finde Albanien total cool. Ich liebe es.